Moin Leute, heute mal ein schnelles Projekt. Ich möchte mal etwas Strom sparen. Ich zeige euch mal was. Ihr seht hier einen alten Multi-Switch-Schalter. Ihr seht, hier sind schon nach und nach immer mehr Abnehmer weggefallen, denn kommt noch einer, schaut satt bei uns. Aber wir haben den Multi-Switch-Schalter halt noch hier im Betrieb und werden ihn weiter brauchen. Dieser ist hier 15, vielleicht sogar 20 Jahre alt. Nachteil des Systems, ich zeige es euch mal. Es schaut keiner Fernseh und wir schwanken zwischen 9 und 12 Watt. Dementsprechende Standby-Aufnahme. Das ist natürlich für heutige Verhältnisse viel zu viel Stromverbrauch. Das heißt, wir müssen hier mal runter. Was machen wir? Ich werde jetzt einfach mal den Multi-Switch-Schalter tauschen, und zwar gegen einen intelligenten Multi-Switch-Schalter, der in der Lage ist, wenn kein Fernseher eingeschaltet ist, auf 0 Watt runter zu regeln. Hier gibt es zwei Systeme. Hier gibt es das eine System, das wird direkt aus eurem Fernseher oder eurem Receiver gespeist. Diese sind interessant, wenn ihr nur sehr wenige Teilnehmer habt und auch sehr kurze Kabel. Und dann gibt es ein eigengespeistes Multi-Switch-System, so wie hier natürlich auch mit einem 230 Volt Netzkabel. Die haben den Vorteil, die können auch größere Kabellängen, 30 Meter plus, überwinden und dann hier noch ein gutes Signal mitgeben. Wie gesagt, das Problem, der hohe Stromverbrauch, das wollen wir jetzt mal reduzieren. Was müssen wir vor dem Einbau beachten? Wichtig, schaut nochmal, was für ein LMB ihr draußen habt. Hier gibt es ein Quattro LMB und ein Quant LMB. Das Quattro LMB ist dafür gedacht, an einem Multi-Switch-Schalter betrieben zu werden. Das erkennt ihr, das hat 4 Ausgänge unten. Und das Quant LMB, das ist eigentlich dazu da, direkt an den Receiver angeschlossen zu werden. Wir brauchen hier das Quattro LMB. Jetzt bauen wir erstmal den alten Multi-Switch-Schalter aus. Das ist im Prinzip ganz einfach. Wir trennen die Stromversorgung, machen hier die ganzen Zugänge ab. Achtung, beschriftet euch das, besonders die Zugänge von der SAT-Schlüssel. Ihr seht, ich habe sie beschriftet, hier mit den dementsprechenden Bezeichnungen, die wir auch hier finden. So können wir das dann an dem anderen Multi-Switch-Schalter wieder richtig anschließen. Kommen wir zu dem neuen Gerät, ohne Werbung zu machen und ohne, dass das Video in irgendeiner Form gesponsert ist. Den habe ich von mir aus gekauft, das ist der Durline. Das ist ein deutscher Hersteller. Vorteil, das System ist ein Standardsystem, was in Deutschland sehr gerne verbaut wird. Warum? Weil diese Geräte sehr zuverlässig und sehr stromsparend sind, halt wie hier mit dieser Standby-Funktion. Wenn keiner was nutzt, schaltet das Teil nämlich auf 0 Watt. Wie gesagt, das gibt es auch in 2 Ausführungen. Der dementsprechende oder das dementsprechende Teil mit integriertem Netzteil und das, was über den Receiver gespeist wird. Hier habe ich mich für dieses Teil entschieden. Ihr seht, ich habe auch nicht mehr ganz so viele Anschlüsse genommen, denn wir werden wahrscheinlich immer weniger Satt-Fernsehzuschauer hier im Haus haben, was also bedeutet, das wird wahrscheinlich über kurz oder lang aussterben, aber ich möchte es gerne als Backup behalten. So, hier seht ihr die Zugänge für unser LMB. Diese sind sehr gut beschriftet. Ganz wichtig, da dieses Gerät über ein Netzteil verfügt, achtet darauf, es zu erden. Hier ist eine Erdungsschraube. Hier können wir es quasi mit der Potentialausgleichsschiene verbinden. Das ist sehr wichtig. Macht das bitte. Somit verhindert ihr dann Brummgeräusche oder irgendwelche Störungen im Fernsehbild. Ich habe auch nochmal darauf geachtet, dass ich hier eine terrestrische Antenne mit anschließen kann. Falls das nochmal benötigt wird, habe ich dann diesen Anschluss auch noch. Gut, hier hätten wir die SAT-Ausgänge. Also tauschen wir das einfach um. Das ist im Prinzip ganz einfach. Einfach nur dran schrauben und die Kabel umstecken. So, ihr seht, den alten Multi-Switch-Schalter habe ich abgebaut. Im Laufe der letzten 15 bis 20 Jahre hat er schon ein paar Spuren abbekommen. Er ist auch recht warm noch. Jetzt möchte ich gleich auf eines hinweisen. Hier habe ich noch was dran gelassen. An dem alten Multi-Switch-Schalter waren diese komischen Teile dran. Das sind keine Staubschutzkappen, wie jetzt vielleicht mancher vermutet. Das sind Endwiderstände. Diese sind existenziell wichtig. Alle Ausgänge, die ihr nicht benutzt, werden mit diesen Endwiderständen bestückt. Somit vermeiden wir dann irgendwelche Signalübersprünge oder irgendwelche Störungen, die hier entstehen können. Deswegen ist es eventuell auch sinnvoll, wenn ihr einen neuen Multi-Switch kauft, den nur so groß zu kaufen, wie ihr ihn braucht, oder vielleicht 1, 2 Punkte mehr zu lassen. Das heißt, diese gibt es so ab 6. Wenn wir 4 Anschlüsse brauchen, kaufen wir den 6er, haben wir dann 2 Reserve und da machen wir dann einfach hier so einen Endwiderstand drauf. Ich empfehle euch, diese auch im Vorfeld zu montieren, denn ein Nachteil, wenn diese Multi-Switch-Schalter an der Wand hängen, ihr seht, wir haben sehr wenig Platz zur Wand, wenn das hier so hängt, ihr seht es so. Deswegen empfehle ich generell hier im Vorfeld so viele Kabel wie möglich vorher anzubringen oder den Multi-Switch-Schalter so zu montieren, dass er vielleicht auch etwas von der Wand wegsteht. Ist vielleicht auch sinnvoll bei der Wärmeableitung. Ich mache jetzt auf jeden Fall hier erstmal die Endwiderstände drauf, denn ich brauche 4 Ausgänge definitiv erstmal nicht. Und die bestücke ich jetzt hiermit und dann schraube ich den an. So, wie ihr seht, alles ist angeschlossen und ich habe es dann hier auch ein bisschen festgemacht. Wichtig, ich habe hier noch mal ein paar kleine Unterlegscheiben untergelegt, dass der nicht so dicht an der Wand liegt. Da kommt man noch besser dran. Hier machen wir dann die Kabel noch ein bisschen sauber
und verdrahten wieder alles vernünftig. Ich habe jetzt mal 2 Anschlüsse angebracht. Wichtig, der Potentialausgleich ist dran und mein LMB ist korrekt angeschlossen. Jetzt stecken wir den Stecker einfach mal rein. Wir machen das hier draußen, da sieht man es etwas besser, wie der Stromverbrauch ist. Das heißt, das Gerät fährt kurz hoch, merkt, aha, kein TV-Gerät ist aktiv und wir haben das, was ich haben wollte. Wenn nichts angeschaltet ist, haben wir hier 0 Watt Stromverbrauch. VS vorher 8 bis 12 Watt. Und im Betrieb hat ja dann der andere Multiswitch-Schalter, je nachdem wie viele Fernsehgeräte angeschlossen waren, dann immer mehr gezogen. Aber im Durchschnitt hatten wir immer so um die 12 Watt. Das war normal. Jetzt sind wir hier bei 0. Jetzt schalten wir mal ein TV-Gerät ein. So, und wir sehen jetzt, ein Verbraucher ist an. Das heißt, wir haben jetzt hier 5 Watt Verbrauch. Wenn ein Subreceiver aktiviert ist, das ist immer noch deutlich weniger als der andere oder alte Multiswitch-Schalter im Standby. Der hatte ja schon fast 8 bis 10 Watt nur im Standby. Und jetzt haben wir im Betrieb 5 Watt. Das ist doch eine deutliche Ersparnis. So, dann testen wir noch, was passiert, wenn wir den TV wieder ausschalten. Und ihr seht, der TV wurde jetzt ausgeschaltet und wir gehen sofort wieder auf 0 Watt. So, damit war der Umbau erfolgreich und die Stromersparnis ist gewaltig. Also in meinem Fall sind das jetzt um die 30 bis 40 Euro Stromkosten im Jahr weniger, nur weil ich den Multiswitch-Schalter getauscht habe. Das heißt, beim Einkaufspreis des neuen Multiswitch-Schalters habe ich in 2 Jahren wahrscheinlich diese Umrüstung wieder reingeholt und so drastisch meine Kosten reduziert. Wenn der neue dann auch wieder so 15 bis 20 Jahre hält, dürfte das eine sehr gute Rechnung werden. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder mal einen hilfreichen Tipp geben. War dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr mich und meinen Kanal unterstützen, besucht doch einfach mal meine Homepage. Dort habe ich auch eine kleine Kaffeekasse. Dort könnt ihr mich und meine Projekte unterstützen. Übrigens, vergesst auch nicht, hier den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc.